Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales Nummer 2. Ja, wir sind ratlos. Auch in dieser, glaube 15., 14., 15. Folge, ist auch egal. Sind wir irgendwie ratlos. Paket? Was ist das denn? Ein Geschenk? Für Wilbur. Ah, Wird von Alistair sein. wow. Das ist... Was ist das? Ich bin eine magische Schiefertafel. Okay, Schiefertafel. Eine Schiefertafel, die sprechen kann? Ich kann sprechen, schreiben, zeichnen, rechnen, singen, dichten und vibrieren. Und ich kann fast jede Frage beantworten. Wow. Du siehst ziemlich teuer aus. Danke. Und du bist ein Geschenk? Du gehörst jetzt mir? Das Geschenkpapier und die Grußkarte lassen diesen Schluss zu. Aber wer ist A? Ungenügende Parameter. Vielleicht Alistair, der Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alistair, Erzmagier von Seefels. Er dachte wohl, ich könnte etwas Hilfe benötigen. Sehr lieb von ihm. Mechthild. Ich habe schon wieder hat die Uhr nicht angemacht. Kann man ja... Kann man auf dir Spiele spielen, die zunächst kostenlos zu sein scheinen, die einem dann aber langfristig viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie wert sind? Nein. Ich bin ein Arbeitsgerät und wurde nicht für unproduktive Beschäftigungen wie Spiele entwickelt. Schade. Ich wette, du bist bestimmt voll nützlich. Ungenügende Parameter. Na hör mal, man kann auf dir schreiben und malen und so. Kennst du ein paar Zaubersprüche? Nein. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Aufgaben lösen kann? Solange es nicht um Rezepte geht, vermutlich nicht. Ich mag dich trotzdem. In Ordnung. Over und out. Ha, das ist ja geil. Die magische Schiefertafel von Meister Alistair. Ich mag sie. Sie sieht wichtig aus. Und sie hat schön abgerundete Ecken, die das Design einzigartig machen. Aber ich wollte eigentlich wollte ich hier ins... Kann ich da nicht mehr reingucken? Nee, geht gar nicht. Laut der technischen Zeichnung muss man ein entflammbares Gas in die Maschine füllen. Eine komplizierte Mechanik im Inneren entzündet das Gas und man hat Feuer erschaffen. Moment. Ich sollte das nicht allzu oft machen. Der Raum könnte sich mit Gas füllen. Haha. Ein Funke und wir haben dasselbe Ergebnis wie bei der verheerenden Frühjahrsexplosion im Gnomenbau. Damals hatte Opa sich 2 Wochen nur von Bohnen ernährt, während wir anderen auf Verwandtenbesuch in Gnomerigan waren. Gnomera. Ja, nee, ist klar. Können wir das aufsaugen? Ich halte mir die Nase zu. Das Gas stinkt wie Gas. Hab sie! Aha. So, und dann füllen wir doch das Gas. Das wunderschöne, stinkige. In den Feuermacher. Also gut. Wenn dieses Gas nicht brennbar ist, dann weiß ich auch nicht.
Das war's. Die Maschine ist betankt. Dann wollen wir mal. Ich habe Feuer gemacht. Ich bin der Herrscher des Feuers. Wem sage ich das? Es ist niemand hier. Aber wie kriege ich... Achso, Moment mal. Der Feuermacher soll seine eigenen Pläne zerstören? Lieber nicht. Mit Ironie und solchen Dingen kenne ich mich nicht aus. Aber irgendwie muss ich doch... Mit das... Ich glaube nicht, dass der Karton gut brennt. Zumindest nicht so gut wie Papier. Ja, aber da brennt ein bisschen länger. Die kann ich nicht... Vielleicht das angeknabberte Notizbuch, das brauche ich doch eh nicht mehr. Und dann damit reicht ganz schnell... Ich könnte das Feuer wohl mit Hilfe des Papiers bis ins Lehrerzimmer bringen. Aber da sollte dann schon ein vorbereiteter Kamin auf mich warten. Tu er doch. Ja, ich könnte das Feuer wohl mit Hilfe des Papiers bis ins Lehrerzimmer bringen. Ja, Sapperlot. Das Feuer ist doch da drin. Das ist ein guter Anfang. Allerdings kann ich das Holz nicht direkt anzünden. Es ist zwar trocken, aber so leicht fängt es dann wohl doch nicht an zu brennen. Ach so, da brauche ich noch ein bisschen... Ah, Moment. Das ist ein gut... Vielleicht? Den leeren Hasenfutterkarton brauche ich wohl nicht mehr. Als Zunder. Ja. Zack, darüber. Und jetzt holen wir uns das Feuer. Ich reiße ein Blatt aus dem Notizblock in Streifen. Die sollten ausreichen, um das Feuer bis zum Kamin zu bringen. Versuchen wir es. Jetzt aber schnell. Na los. Geschafft. Haben Sie etwas gesagt, Professor Wetterquarz? Ich, bin nur gerade dabei, Feuer zu beschwören. Mit meinen magischen Fähigkeiten. Oh, Feuer! Komm herbei! Sagt der Herr Professor, fackeln Sie uns nicht gleich den ganzen Turm ab. Verzeihung. Über das Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Aber wie kann es sein, dass ich Feuer beschworen habe, obwohl ich nur mit dem Stab herumgefuchtelt habe? Das gefällt mir nicht. Ein prasselndes Feuer. Man spürt schon, wie es im Raum langsam wärmer wird. Aber die Wärme ist nur ein positiver Nebeneffekt. Das Feuer soll mich zur verschwundenen Bibliothek bringen. Wollen wir das eben machen? Ich meine, von dem ganzen anderen Kram habe ich sowieso noch keine Ahnung. Aber das sieht ja soweit... Da bin ich mal gespannt. Die Flammen haben sich verfärbt und das Feuer hat schlagartig seine ganze Hitze verloren. Ich glaube, es hat geklappt. Das Feuer ist kein normales Feuer mehr. Es ist ganz kühl und bringt mich zu jedem Ort des Kaminnetzwerks. Ich vermute, ich muss nur an die Symbole denken, die auf dem Plan neben dem Bibliothekskamin gemalt sind. Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Wow. Wo immer die verschwundene Bibliothek gerade ist, ich bin jetzt in ihr drin.
Hallo? Was ist es? Was will es hier? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Wer spricht da? Es ist unheimlich. Es sollte nicht hier sein. Alter! Was zum... Es will sich losreißen. Hilfe! Es ist erwacht. Was will es? Wer seid ihr? Wir sind Bücher. Also, Ja, Bücher, das ist ein Wort. Und ihr seid lebendig? Das geht dich gar nichts an. Was ist geschehen? Ich habe die Bibliothek entdeckt und ich habe Geräusche gehört. Das wart dann wohl ihr? das Buch ist mächtiger als der Dings. Wie heißt das noch? Also, zum Schreiben. Richtig. Das Buch ist mächtiger als der Dings. Okay. Dürfte ich vielleicht aufstehen? Es ist ziemlich unbequem hier. Haha, niemals. Aber irgendwann müsst ihr mich doch aufstehen lassen. Ist das möglich? Was? Dass wir ihn früher oder später aufstehen lassen müssen. Keine Ahnung. Die Antwort auf deine Frage ist, lautet, Schon gut. Ich bleibe erst einmal liegen. genau wie, Das scheint ein ziemlich verwirrtes Buch zu sein. Ist die verschwundene Bibliothek euer Zuhause? sie, ist nicht verschwunden. War immer hier. Für uns andere da draußen ist sie verschwunden. Da draußen? Naja, in der Schule. Schule? Hast du davon schon mal gehört? Man trägt sie an den Füßen. Für deine Füße war die Dings hier verschwunden? Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ihr macht auf mich einen leicht verwirrten Eindruck. Verwirrt? Wir sind, Bücher. Wir wissen alles. Was für Bücher seid ihr denn? Ich bin ein großes, Philosophiebuch. Und mein Kamerad hier ist, Dings. Ich bin ein, man trägt Wörter darin ein und erklärt sie. Ein Lexikon. Ein Worteintrag-Erklärungsbuch. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wie wäre es, wenn wir zusammen herausfinden, was hier los ist? Man kann ihm nicht vertrauen. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist kein Buch. Ich sage, wir werfen es aus dem Fenster, damit seine Blätter in alle Winde verstreut werden. Ich glaube, du hast recht. Es hat eigene Gedanken. Das ist nicht gut, denke ich. Tut mir leid, aber die Sache wird mir zu bunt. Vorsicht! Es reißt sich los. Es kommt direkt auf uns zu. Was für ein Monster. Ich will euch nichts tun, aber irgendetwas ist hier doch mehr als seltsam. Und ich lasse mich nicht aus dem Fenster werfen. Es soll weggehen. Wir mögen es nicht. Wir kennen es nicht, es macht uns Angst. Garstiger Hobbit. Garstiger Hobbit. Ja, dann willkommen in der Bibliothek der Verschollenen. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich sehe auch keine Leiter oder Treppe, die dort hinaufführen würde. Wenn der Bibliothekar nicht gerade ein Tier, ich meine, ein Affe war, weiß ich nicht, wie er dort hinaufkommen sollte. Haben wir denn noch unser... Die magische Schiefertafel von Meister Alistair.
Ich mag sie. Sie sieht wichtig aus. Und sie hat schön ab... Hallo? Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Herr oder Frau? Hier Benutzername eingeben. Kannst du mir sagen, wie ich wieder aus der Bibliothek hinauskomme? Betreten und verlassen Sie Räume durch die entsprechenden Öffnungen im Wandbereich. Sollten keine sogenannten Türen zur Verfügung stehen, versuchen Sie es mit den kleineren Öffnungen, die nicht bis auf den Boden reichen. Vergleiche Fenster. Meine magische Schiefertafel kann einfache Dinge ganz kompliziert sagen. Wow. In Ordnung. Over und out. Gut. Aber eine wirkliche Hilfe ist er ja nicht. Da ist ein Zettel. In der Ein Bärennase. Zettel? Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar... Ja. Es ist der Feuerzauber. Der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Also das ist gut. Dann brauchen wir ja auch was für den Kamin wieder, ne? Ansonsten kommen wir ja nicht raus. Die Reise durchs Kaminnetzwerk ist alles andere als komfortabel. Man wird in einen Strudel gesogen und überall sind Öffnungen. Aber irgendwie bin ich trotzdem beim richtigen Kamin rausgekommen. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so einfältig? Nimm hin, ein Buch, nimm hin. Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Ja. Ah, ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Diese Wand, dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer. Es ist fast, als hätte sich dieser Raum vor der Welt versteckt. Oder wurde er vergessen? Diese Wand... Können wir die irgendwie... Nee, aufzaubern können wir sie nicht. Im Moment habe ich... Leer. Alles, was da mal drin gewesen sein könnte, scheint über den Schreibtisch verteilt zu sein. Ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder ein Regal verbrenne, nehme ich lieber etwas, das niemand zu benutzen scheint. Was hat er denn jetzt da? Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren. Reicht eine Schublade, oder? Naja, gucken wir uns erstmal den Schreibtisch an. Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibliothekar gehört haben. Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner Arbeit in der Pflege und Reparatur von Büchern bestanden haben. Also eine Art Restaurateur. Eieieiei. Oh nee, hier ist ja gar nicht so viel. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Yeah. Oh, dieses Buch ist in einem mehr als schlechten Zustand. Es ist aus dem Leim gegangen und mehrere Seiten fehlen. Hier liegt eine der Seiten. Ich stecke sie ein. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Dumm, de du, de lüt. Hä? Weißt du etwas über Buchreparatur? Ich weiß alles. Man muss die Seiten zusammennähen, oder? Immer so ein paar Blätter. Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch geklebt. Korrekt.
Man benötigt dafür Weizenstärke-Kleister. Den habe ich nicht. Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder einige Naturprodukte, wie zum Beispiel Trollrotz, verwendet werden. Trollrotz? Korrekt, Trollrotz bildet die Grundlage vieler Industrieklebstoffe. Danke für diese wertvolle und etwas eklige Information. Ich glaube dann... Leuchtquallen überleben normalerweise nur einige Jahre, wenn sich niemand um sie kümmert. Vielleicht haben die Bücher sie gefüttert, damit sie hier nicht völlig im Dunkeln hocken müssen. Ist das hier nicht Kleber? Wäre das nicht schrecklich? In einer Bibliothek eingeschlossen zu sein und nicht genug Licht zu haben, um all die wundervollen Bücher um einen herum lesen zu können? Ja, schrecklich. Wenn ich das Buch reparieren könnte, ich müsste dafür die... Okay. Ansonsten ist da nix mehr. Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann nicht sagen, welche von denen mich angegriffen haben. Hört mal, ich will euch nichts tun. Ich habe euch gesucht. Ihr sollt samt der Bibliothek zurück in die Schule kommen. Es will weggehen. Es macht uns Angst. Aber ich tue euch doch nichts. Wie kann ich das nur beweisen? Weg. Habt ihr die Bibliothek verschwinden lassen? Wisst ihr, wie man sie wieder auftauchen lassen kann? Es soll uns in Ruhe lassen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Eine Hand wäscht die andere. Es will uns waschen, damit das letzte bisschen Tinte verwischt. Es will uns waschen. Ah! Nein, mit Reden komme ich hier nicht weiter. Ich muss Ihnen beweisen, dass ich Ihr Freund bin. Wenn es hier nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Nimm mit das Zierdeckchen. Und scheinbar kriegen wir auch in dem Zierdeckchen, um Gottes Willen. Na, dann sehen wir mal zu, dass wir hier rauskommen. Heute ist ja Ein schon oder um. 2 leere Blätter aus meinem Notizblock sollten reichen. Zack. Und dann den Feuerzauber. Ignifaxius ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. Hoffentlich komme ich auch wieder zurück. Ja, komme ich. Gut, dann war das die Folge für heute. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Wir waren endlich in der Bibliothek und nächstes Mal, weiß nicht, vielleicht kümmern wir uns um den Trollrotz oder um die anderen Dinger oder um meinen eigenen Rotz kümmere ich mich auch erstmal. Ich bedanke mich. Ciao.